Deutsch sprechen ohne Angst. Sprechblockaden lösen leicht gemacht. Manchmal passiert es genau in dem Moment, in dem man eigentlich zeigen will, was man kann. Die Worte sind im Kopf, doch der Mund bleibt stumm. Du willst Deutsch fließend sprechen. Du hast monatelang gelernt, Serien geschaut, Vokabeln wiederholt, und trotzdem kommt nichts heraus. Heute sprechen wir darüber, wie du deine Angst vorm Sprechen nicht nur verstehst, sondern sie Schritt für Schritt überwindest und wie du deine Sprechblockaden ein für alle Mal löst. Ich bin Mirk und willkommen zu Episode 5 meines Podcasts. Bevor wir in das Thema eintauchen, möchte ich dich direkt herausfordern. Schreib jetzt Angst in die Kommentare und ich werde mich persönlich bei dir melden, um dein konkretes Problem mit dir gemeinsam anzugehen. Bleib unbedingt bis zum Ende dran, denn dort verrate ich dir eine simple Technik, mit der selbst extrem introvertierte Menschen begonnen haben, fließend Deutsch zu sprechen, ganz ohne Druck. Ich erinnere mich noch gut an Valeria, eine ehemalige Studentin aus Italien. Sie verstand absolut alles, konnte deutsche Zeitungsartikel lesen, lachte an den richtigen Stellen, wenn jemand einen Witz machte. Aber sobald sie selbst sprechen sollte, presste sie nur ein schüchternes heraus. Sie war intelligent, fleißig und trotzdem blockiert. Ihr größter Wunsch, endlich frei sprechen, ohne dabei rot zu werden oder zu stocken. Das, was ihr im Weg stand, war kein Mangel an Wissen, sondern eine Stimme im Kopf, die sagte: Sag lieber nichts, dann machst du auch nichts falsch. Kommt dir das bekannt vor? Genau hier liegt der erste wichtige Schlüssel. Sprechangst ist keine Schwäche. Sie ist ein Schutzmechanismus. Unser Gehirn liebt Kontrolle. Wer spricht, verliert Kontrolle. Du kannst nicht perfekt planen, welche Vokabel dir in der nächsten Sekunde fehlt. Du kannst nicht sicher sein, ob andere Menschen dich verstehen. Du hast keine Garantie, dass du nicht ausgelacht wirst. Und weil Sprache sozial ist, schützt sich dein Gehirn, indem es dir im entscheidenden Augenblick die Stimme nimmt. Je öfter du das erlebst, desto stärker wird die Blockade. Viele Deutschlernende machen dann den gleichen Fehler. Sie glauben, sie müssten noch mehr Grammatik lernen, noch flüssiger übersetzen, noch länger warten, bis sie bereit sind. Doch das Gegenteil ist der Fall. Du wirst nie bereit sein, bevor du sprichst. Du wirst erst bereit, wenn du sprichst. Darum lautet das Ziel dieser Folge. Wir drehen den Mechanismus um. Nicht erst lernen, dann sprechen, sondern sprechen, damit du überhaupt lernst. Dein Ziel ist nicht perfekt Deutsch fließend sprechen. Dein Ziel ist überhaupt den Mund aufmachen. Immer wieder. Damit das gelingt, zeige ich dir jetzt 3 konkrete Wege, mit denen du deine Sprechblockade auflöst. Diese Wege funktionieren, egal ob du in Deutschland lebst oder am anderen Ende der Welt. 1. Die Lautsprechermethode: Sprich, wenn niemand zuhört. Öffne jeden Morgen dein Handy. Geh zur Sprachmemo-App. Drücke Aufnehmen. Und sprich 2 Minuten lang laut auf Deutsch darüber, was du gestern gemacht hast, was du heute vorhast oder was dir durch den Kopf geht. Mach das, ohne etwas vorher zu planen, ohne Sätze im Kopf zu formen, ohne Wörter zu übersetzen. Wichtig ist nur, dein Mund produziert deutsche Sätze. Du wirst am Anfang stolpern, stocken, lachen. Es wird sich ungewohnt anfühlen. Doch genau das ist der Punkt. Du gewöhnst dein Sprechzentrum im Gehirn daran, dass Deutschsprechen etwas Alltägliches ist. Kein gefährlicher Ausnahmezustand. Viele berichten schon nach einer Woche:
Plötzlich fielen mir Wörter automatisch ein, ohne dass ich überlegen musste. Wenn du fortgeschrittener bist, kannst du deine Sprachnotizen sogar verschicken an deutschsprachige Tandempartner oder Freunde. Aber das Wichtigste ist, sprich sofort laut, jeden Tag. Die ersten 20 Versuche wirken seltsam. Danach beginnt Routine. Und Routine ist der Feind jeder Angst. 2 Minigespräche im Alltag, Training statt Prüfung. Viele warten auf den einen Moment, an dem sie zeigen wollen, wie gut sie Deutsch gelernt haben, bei einem Vorstellungsgespräch, bei einer wichtigen Besprechung, auf einer großen Familienfeier. Aber genau diese Momente sind zu groß, zu emotional, zu riskant. Kein Sportler würde sein allererstes Training ausfallen lassen und gleich bei den Olympischen Spielen antreten. Deshalb lautet die zweite Methode: Mach dein Training klein, kurz und jeden Tag. Sag beim Bäcker: Ich hätte gerne 2 Brötchen bitte. Frag im Laden: Wann machen Sie morgen auf? Grüß deine Nachbarin mit schönen Tag noch. Auch wenn du innerlich zitterst. All diese Minigespräche sind Gold wert, denn sie trainieren nicht dein Wissen, sie trainieren deine Sprachautomation. Und Automation entsteht nur durch Wiederholung unter realem Druck. Der Trick: Du sagst nur einen Satz, nicht 5. Und du stellst eine Frage, damit die andere Person antworten muss. Du kannst die Antwort vielleicht nicht komplett verstehen, egal. Es geht darum, dass du sprichst, immer wieder. Und dein Gehirn lernt: Ich habe gesprochen und ich lebe noch. Es ist nichts passiert. Also kann ich es wieder tun. 3 Öffentliche Fehler machen, der Muttrick für Fortgeschrittene. Jetzt kommt der Schritt, vor dem die meisten zurückschrecken, aber der am schnellsten wirkt. Suche dir YouTube-Videos, Instagram-Posts oder TikToks auf Deutsch, die dich interessieren, und dann kommentiere sie auf Deutsch, spontan, ohne Google-Übersetzer. Schreib, was du denkst, auch wenn du Grammatikfehler machst, auch wenn du einfache Wörter benutzt, und lass deine Fehler sichtbar sein. Warum ist das wichtig? Weil dein Gehirn lernt: Ich traue mich, öffentlich Fehler zu machen, und die Welt bricht nicht zusammen. Jedes Mal, wenn du so einen Kommentar absendest, verringerst du deine mentale Sprechblockade. Außerdem passiert etwas Magisches. Manche Menschen reagieren auf deinen Kommentar. Sie antworten, korrigieren, stellen Rückfragen, und plötzlich bist du mitten in einem Gespräch, reorganisierst Wörter, formulierst nach und sprichst freier als je zuvor. Wer immer nur im Kopf übt, wird beim ersten Kontakt mit der echten Welt blockieren. Wer sich aber immer wieder dem echten Risiko aussetzt, wird stärker, mutiger, und plötzlich fließen die Wörter. Valeria, die ich dir am Anfang vorgestellt habe, hat genau das getan. Sie hat sich gezwungen, täglich wenigstens einen öffentlichen Kommentar auf Deutsch zu schreiben. Am Anfang bekam sie wenig Reaktionen, dafür aber ganz viel inneren Widerstand. Nach einer Woche merkte sie: Es fällt mir leichter, den Satz einfach abzuschicken. Nach 2 Wochen kamen erste Antworten. Und nach einem Monat schrieb sie nicht mehr einen Satz, sondern antwortete in ganzen Absätzen. Was ist in dieser Zeit passiert? Nicht ihr Wortschatz ist explodiert, sondern ihr Mutmuskel. Sie hatte sich angewöhnt, trotz Angst zu handeln. Ihr Gehirn verstand plötzlich: Fehler sind nicht gefährlich. Fehler sind Teil des Spiels. Genau dieser Gedanke hat ihren Durchbruch ermöglicht. Sprechfluss entsteht nicht durch Wissen, sondern durch Verhaltensänderung. Die innere Stimme programmieren.
Arbeite mit der Angst, nicht gegen sie. Viele versuchen, ihre Angst beim Deutschsprechen zu bekämpfen. Doch Angst wird nur stärker, wenn man versucht, sie zu besiegen. Die bessere Strategie lautet: akzeptiere sie und handle trotzdem. Sag dir nicht, ich darf keine Angst haben. Sag dir lieber, ich habe Angst vorm Sprechen, aber ich spreche trotzdem. Indem du Angst akzeptierst, befreist du dein Gehirn vom Druck, sie verschwinden lassen zu müssen. Und du öffnest den Raum für eine neue, mutigere Gewohnheit, zu sprechen, selbst wenn deine Stimme dabei zittert. Damit dir das leichter fällt, gebe ich dir jetzt die Technik, die ich seit Jahren meinen Coaching-Teilnehmern mitgebe und die auch Valeria geholfen hat. Der 3-Sekunden-Trigger, die Macht der Entscheidung. Immer wenn du in eine Situation kommst, in der du etwas auf Deutsch sagen könntest, zögere nicht. Zähle innerlich. 3, 2, 1 und sprich. Denk nicht nach, ob du den Satz richtig formulierst. Übersetze nicht im Kopf. Frag dich nicht, was andere über dich denken könnten. Sage es sofort. Das funktioniert beim Smalltalk in der Küche, beim Bezahlen, in der Vorlesung, bei Social Media oder in einem Videocall. Du setzt deinem Gehirn ein klares Signal. Ich bin jemand, der spricht, nicht jemand, der überlegt. Am Anfang wirst du bei 3, 2, 1 innerlich schreien wollen: Nein, ich kann das nicht. Tu es trotzdem. Nach 20 Mal wird dein Körper sich daran gewöhnen. Nach 50 Mal wirst du dich wundern, warum du früher so lange gezögert hast. Und nach 100 Mal wird deine Angst vorm Sprechen nicht verschwinden. Aber sie wird so klein, dass du sie nicht mehr aufhalten lässt. Sprache ist Handlung, nicht Wissen. Wenn du Deutsch fließend sprechen willst, darf dein Ziel nicht mehr lauten: Ich will keine Fehler machen. Dein neues Ziel lautet: Ich will jeden Tag sprechen, auch wenn es Fehler sind. Denn nur wer spricht, wird flüssig. Nur wer flüssig wird, bekommt Selbstvertrauen. Und nur wer Selbstvertrauen bekommt, kann irgendwann wirklich frei sprechen. Sprachangst löst sich nicht im Kopf, sondern im Mund. Fang an zu handeln. Sprich laut, wenn niemand zuhört. Sprich kurz mit Fremden, wenn du dich traust. Sprich öffentlich, auch wenn es unangenehm ist. Und jedes Mal, wenn du zitternd sprichst, feiere dich innerlich, denn du bist auf dem einzigen Weg, der wirklich funktioniert. Bevor du gehst, deine Aufgabe für heute. Damit das Gelernte nicht nur eine nette Idee bleibt, bitte ich dich jetzt ganz konkret. Schreib mir das Wort Angst in die Kommentare. Wenn du das tust, weiß ich, dass du bereit bist, deine Blockade wirklich anzugehen, und ich werde mich persönlich bei dir melden. Wenn dir diese Episode geholfen hat, dann abonniere jetzt meinen Podcast, damit du keine weitere Folge mehr verpasst. In Episode 6 verrate ich dir, wie du dein Deutsch so natürlich klingen lässt,